Hallo ihr Lieben, ich bin's, eure Sandy und auch am Start mein Mann Zippo. Moin. So, wir beide wollen mal wieder so ein bisschen auf Interview oder zusammen quatschen, wie auch immer. Auf jeden Fall ist mir aufgefallen, dass zum größten Teil einige Angst haben, in SL überhaupt zu starten. Sei es Angst, dass man zu viel angequatscht wird, was leider muss ich leider sagen, ein alter Hut ist auch von den, wenn man auf der Startsim startet, ne, dass man dann angequatscht wird von vielen Männern oder die Männer auch von einigen Frauen und so nach dem Motto mit Sex und all diese ganzen Geschichten, ne, wo ich jetzt nicht genauer drauf eingehen möchte. Ähm, Wo ich aber drauf eingehen möchte, ist klar, wenn man ein Business aufbauen will in SL. Man hat eine Vorgeschichte, man hat sich eine Vorstellung, man kann zum Beispiel mit einem Blender umgehen und kann dadurch Tattoos machen, Klamotten oder mir fällt gerade Blender ein. Es gibt da garantiert noch andere Programme, die man nutzen kann, um Avatare und rundrum und alles zu erstellen. Klar, muss man dazu sagen, Gott sei Dank, dass es solche Leute gibt, die das machen, weil sonst rein SL würden wir noch nicht immer mit einem ordentlichen Avatar hier rumlaufen. Ja, rein SL würde einfach nur plank auf eine Sim sitzen und dumm Zeug quasseln, wie wir es momentan gerade wir beide auch auf eine Art und Weise tun. Ne? Schön gesagt. Ja. Ja, aber da kommen halt diese ganzen Dinge her. Ne? Manche eine hat sich davon ein Business aufgebaut, dann manche eine nicht und so weiter und so fort. Die meisten Firmen arbeiten sowieso, haben Partner noch an der Hand, weil es gibt ja auch für jeden Avatar, den man sich kaufen kann, auch Klamotten irgendwo. Ne? Und ich habe sogar, mir hat jemand mal gesagt, oder ich habe ein YouTube-Video drüber geguckt, ich weiß es gerade nicht auswendig, es soll sogar die Bild-Zeitung, Hashtag Werbung, Bild-Zeitung und die Telekom und hat man nicht gesehen, früher hier in SL Konferenzen gehalten haben. Machen eventuell auch viele, die sich in SL einloggen und tun dadurch Konferenzen machen, weltweit neuerdings. Könnte man ja auch tun. Man könnte So, sich so, ab, so abwegig ist es gar nicht. Ne? weil man kann ja hier in SL die ganze Welt treffen, ja? Und So abwegig ist es durch die schon. Pandemie gehe ich mal stark davon aus, dass sich hier irgendwelche Firmen auch treffen und tun sich, wie wir hier zwar nicht, aber so Art Büro erstellen und sitzen da und unterhalten sich, ne? Und Und halten so eine Meetings ab halt. Ne? richtig, richtig, so abwegig, wie gesagt, so abwegig ist das gar nicht. Ne? Oder Nö, es gibt eigentlich nicht. natürlich auch viele die außerhalb DJs sind, ne, und haben auch da, wie wir beide immer sagen, den geilsten Scheiß, ne, was man haben kann. Und die machen natürlich dann auch damit ihre Linden, ne, ist klar. Ne? Ist auch logisch. Nur das kann man halt nicht in dem Moment nicht tun, wenn man gleich anfängt. Ja, bei den einigen, nicht bei allen, aber bei einigen Clubs hier in SL muss man schon ein paar Tage alt sein. Ne? Ach, da kann ich ein Lied von singen. Ich will jetzt hier keinen Namen nennen, da haben wir mal aufgelegt in dem Club. Ich glaube, da muss man sogar einen Monat alt sein. Möchte ich mal jetzt Naja, mal stark zu ja. behaupten. Und in einem Monat auf eine Art und Weise eventuell nur einloggen und für einiges nichts tun, ist für einige auch schon ein bisschen langweilig. Ja, so, und dann weiß ich wieder, wie bei fast bei jedem, ich weiß, es geht euch langsam auf den Sack, tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber es ist nun mal so, ne, Zippo gehört an meine Seite und wird, denke ich, hoffentlich noch wie viele Jahre an meiner Seite sein. Und er hat natürlich auch ein YouTube-Video, ne? Ein YouTube-Kanal, ne, wo er Kräftis zum Beispiel erklärt oder diese neue Sportart, was man hier in SL machen kann, dieses.
Bodybuilding-Training, wie auch immer, ne, Ja, wo wir Muckibude halt, ne? Muckibude, ne? Man kann ja auch Rollenspiele machen, wie ich da auch ein Video, das letzte Video, was ich gemacht habe. Rollenspiele, das ist aber auch alles, was nicht langweilig ist. Rollenspiel geht irgendwann einen auf 'n, ich sag's wie es ist, einen auf den Sack, ähm, und, die Linden sammeln, geht eventuell hin und wieder einen auf den Geist. Uns auch selber Kräftis geht uns hin und wieder auf den Geist. So, dann gibt es aber wieder auch andere Dinge in SL, die man machen kann. Zum Beispiel, was weiß ich, auf Ländereien sich angucken und so weiter und so fort. Ja. Oder wie wir es beide hier gerade machen, hier unten sitzen und über TS oder Discord, was auch immer, dumm Zeug labern. Ne? Ja, was heißt dummes Zeug, ne? Wir unterhalten uns gerade 'n bisschen, ne? Richtig. Für die meisten, manche hin und wieder ist es Mimimi oder ist es halt auch dumm Zeug labern. Ja gut, also, was ich jetzt hin und wieder mal sagen muss, ich kann einige Mimimis, die man über SL hat, also, ich kann einige schon verstehen. Ja, Weil es ist wirklich 'n knochenhart, ich muss es mal bisschen auseinanderpflücken zwischen Männlein und Weiblein, ja. ne? Das Also, ist. für uns Kerle ist SL, der nicht grade so bisschen Geld locker hat oder so, ziemlich hart, ja. Aber hey, ich weiß nicht, ob, Frauchen so mal 'n Foto mal von meiner alten Zeit hat. Wenn sie will, kann sie das gerne mal so zeigen. Dann bin ich, ich glaube, fast 'n halbes Jahr oder länger sogar, mit so 'nem Avatar da rumgelaufen. Sieht 'n bisschen beschissen aus, aber hey, Gesundheit, ne? Danke. Aber hey, so bin ich rumgelaufen halt, ne? Ich habe halt mit dem gearbeitet, was, ich so gefunden habe, ne? Ja, so schlecht sah sie jetzt wirklich nicht aus, ne? Na ja, Aber das ich habe ist halt das ich habe halt das versucht. ist das ist halt, und heutzutage sieht er so aus, ne? Hat durch, was wir machen zum größten Teil, ähm, dieses Crafting, hat er durch das Halloween, es war letztes Jahr, kann ich ja ein bisschen ausholen, erzählen, war ein Halloween-Event, ne? Da gab's 'n besonderen Fisch, den man geangelt hat, und dadurch gab's ein besonderes, Produkt rauszuziehen, und über das Produkt haben wir über Kräftis verkauft, und der hat 40.000 Binden dadurch gemacht. Er wollte unbedingt mal sich nachgucken, wie das so ist mit einer eigenen SIM, eine kleine Ecke. Er kann sich, ich müsste jetzt lügen, ein halbes Jahr oder was, kannst du die schon gut und gerne halten. Das Expe Ich habe es erst mal experimentell gemacht, richtig auf 'nem anderen Avatar, dessen Namen ich jetzt mal nicht nennen möchte. Ich habe es experimentell gemacht, ja, um mal zu sehen, ob ich überhaupt über Crafty mir 'ne SIM finanzieren könnte. Na, also momentan muss ich sagen, klappt. Es ist zwar jetzt nicht so 'n Riesending, was du hier hast, aber hey, für mich reicht's. Ich mache demnächst noch mal Videos über, fällt mir gerade ein, das werde ich demnächst noch mal eins machen über Zuchttiere. Kann man hier in SL auch auf eine Art und Weise viel, nicht viel, aber haben sich auch schon einige, viel Geld verdient. Durch Pferdezüchten, durch Katzenzüchten, durch Hundezüchten und so weiter und so fort. Es gibt hier Ja, haufenweise, was man auch auf eine Art und Weise züchten kann, durch Löwen und natürlich. egal et cetera, wo man sich hin und wieder, durch Sachen, machen kann. Oder es gibt auch diese neuerdings, diese Gacha-Dinger, ne, es gibt ein Land, da kriegt man nur Gacha-Dinger. Diese Gacha-Sachen darf man aber auch wieder nach meinem Bemessen, kann sein, dass es sich jetzt die Gesetzlage wieder umgeändert hat, aber nach meinem Bemessen, was dir nicht gefällt, kannst du wieder weiterverkaufen. Gibt es auch extra einen Markt für, wo man zum Beispiel Sachen, die man nicht mehr haben möchte, so eine Art wie Flohmarkt, gibt es auch einige, ja, wo man halt hingucken kann und kann sagen, ach, das möchte ich nicht mehr haben, das verkaufe ich, dann kann es der andere gerne nutzen, so nach dem Motto. Ne? Gibt es auch.
Klar gibt es hier in SL, ich möchte es jetzt nicht was auf meinem Kanal nicht gezeigt wird, ich sag's wie es ist. Das ist diese ganze, Sexgeschichte, ne, wie leider, ziemlich viel in SL, leider Außenstehenden 'n bisschen schlecht gemacht wird darüber. Es ist natürlich auch so leider, das gehört auf eine Art und Weise auch zu den meisten, zu den meisten hinzu, ne? Dieses ganze Sexgeschichte und hast du nicht gesehen. Gibt es, ja. Ja gut, Es aber wird's aber auf meinem Kanal nicht geben. Auf einigen Kanälen habe ich es auf YouTube schon gesehen, ja. Ich habe ernsthaft? auch ja, die darüber ein bisschen berichtet haben, und auch ein bisschen gezeigt haben und so weiter und so fort. Das wird's aber auf meinem Kanal nicht geben, ne? Du willst mich jetzt verarschen. Es gibt wirklich Videos, da sind die durch den Puff gerannt oder was? Nein, es gibt einer, den habe ich jetzt letztens wieder geguckt, der hat, auf seinem YouTube-Kanal, wollten's unbedingt seine Leute wollten ihn unbedingt, wissen, wie das so ist, ob es hier auch so 'n, BDSM gibt oder andere Geschichten gibt's. Ja, die gibt es ja hier in SL. Man kann auch BDSM nachgehen und so weiter und so fort, gibt es. Und seine Community wollte unbedingt das mal gesehen haben und bei mir gibt es halt nicht, ja? Also, Also dazu mal also ich dazu zeige dazu mal sowas nicht. also dazu mal vielleicht 'n kleines Ausholding, also in Sachen Sex wie BDSM oder was nicht alles, ne? Äh, es gibt kei sagen wir's mal so viel, es gibt keine Grenzen. Richtig, Ne, wer es ausleben kann, der soll's ausleben und wer halt nicht drauf steht, ja, der macht halt kräftig. richtig. Oder Linden sammeln oder wie auch immer, ne? So, Und es gibt so 'n s und das sage ich jedes Mal wieder, es gibt so 'n schönes Ding, ne, was man machen kann. Zum Beispiel, ich könnte jetzt herkommen, wenn mir jetzt irgendeiner nehmen wir mal zum Beispiel meinen Zweitavatar, ne? Wenn der mir jetzt hier, spaßeshalber bisschen Rollenspielen Art auf den Sack gehen würde, ne? Dann gehe ich hier unten auf Blockieren. Dann sehe ich ihn, dann würde ich ihn nicht mehr schreiben können, nicht mehr sehen können. Natürlich mit jemand anders, ja nicht mit einem zweiten oder dritten Avatar machen. Aber ich sage es jetzt nur mal, ne? Dann siehst du die Person nicht mehr. Da kann die Person dich nicht mehr anquatschen, wenn sie dich vorher auf 'n Geist ging mit irgendeinem Sexgeschichten oder nervt dich aus irgendeinem anderen Grund oder was auch immer, ja? Du kannst deine SIM, die du dir eventuell irgendwann leisten kannst, kannst du zumachen, ja? Die kannst du komplett zumachen. Da kannst du wie wir es hier, auch hin und wieder haben, auf verschiedenen Ecken mit Orb arbeiten. Orbs sind dafür, die man nur bestimmte Leute zulässt, auf die SIM zu kommen. Ja? Deine SIM, dein Land kannst du auf Gruppe setzen. Ne? Hier, auf Zugang auf Gruppe. Ich kann es natürlich jetzt nicht machen, weil ich mit Eva das Land, mir finanziere. Hier heißt Gruppenzugang. Zugang, ja? Du solltest natürlich gucken, wenn du dir ein Land, mieten kannst, wie auch immer, und du möchtest das Crafting machen. Also, bitte sei uns zugegen und such dir ein Breedable, also ein Dings aus. Es heißt zwar immer, braucht keins und so weiter und so fort, ne? Auf es ist dem besser. ist es besser wegen den Skripten und am besten auch Adult. Es heißt nicht immer auf jede Adult-Sim, man muss sich auch wieder Adult heißt gleich ficken. Also, es ist, ne, man kann es auch einschränken auf eine Adult-Sim. Man kann zum Beispiel eine Ecke schreiben, nur mit Bekleidung und man kann eine Ecke schreiben mit Kräftigen, zum Beispiel ohne hier braucht keine Kleidung getragen werden oder sonst was auch immer. Man kann da auch Grenzen setzen, ja? Sehe ich auch habe ich auch zum Beispiel sehr viel gesehen bei den Fitnessstudios, bei dem SNL Fitnessstudio, was ich auch hin und wieder mal mache, Ja, so 'n bisschen aus Jux und Dollerei. Da steht 'n riesengroßes Schild, keine Nudisten zum Beispiel, ne?
richtig. Oder es gibt auch eine, das sind zum Beispiel, warum auch immer, verstehe ich zwar nicht leider, sind auch bei diesem Sport ist ein Land, da sind Männer gesperrt. Gesperrt nicht, aber die dürfen da nicht trainieren. Da dürfen wir nur Frauen trainieren und da ist extra ein Schild, nicht nackig auftauchen. Ja, Aloha oder wie das denn heißt. Angezogen, ne? Ich glaube Aloha, ich glaube Alo heißt das. Aloha So, und oder irgendwie. auf dem Land, wo wir gerade gemietet sind, könnte ich einen Club draufsetzen, ich könnte Shoppings drauf machen, ich könnte, Bridelbill, ich könnte einen Clan irgendwie aufbauen, ich könnte farmen, ne? Das ist vielfältig. Es ist aber auch mit den einzigsten, wo ich so gesehen habe, was man so machen kann. No. Da gibt es natürlich auch Ja. verschiedene Seiten, die kann ich ja auch mal mit verlinken, wo man wie und wo man an Land kommt. Man kann sich auch hier 50 Lindendinger, wenn man zum Beispiel jetzt, was weiß ich, Glück hat und hat auf verschiedenen Ländereien so Lindenfarmen gemacht, sprich Taler sammeln oder sonst was. Taler sammeln zum Beispiel, man stellt sich da an Taler dran, ne, und klickt den Taler an und wartet, bis die Zeit abgelaufen ist und jeder kann zum Beispiel eins und eins zusammenzählen und schreibt zum Beispiel eine 2 im Öffentlichen rein und schon hat er eventuell ein oder zwei Linden. Es hört sich für Außenstehende jetzt wenig an, aber Kleinvieh macht auch Mist. Ja? So, und wenn du dann Habe ich am Anfang nur gemacht. so, und wenn man dann zum Beispiel weiß, aha, in dem Club, den ich gerne machen würde, brauche ich 30 Tage, um da reinzugehen oder überhaupt was zu machen oder in anderen Club 10 Tage oder was, so, dann mache ich doch eventuell dies. Dann gehe ich doch zumindest mal Linden fischen oder Linden sammeln. Es gibt aber auch diese komische Truhe, wie es auch immer heißt. Ne? Da leuchten auch Mhm. Buchstaben oben drüber. Da muss man dann auch abwarten, bis ein Einlogname aufgetaucht sind. Klar, wir Frauen, Valutname. genau, Also Valutant. genau, das Ding. Hab ich früher nur gemacht. Das Ding meine ich, ne? Ja, Valut. Habe Das ich ist das, auch eine Zeit lang immer gemacht. ey, aber das war geil. Was ich aber auch früher mal gemacht habe, ist, da waren wirklich die Clubs so wie Unkraut auf dem Boden. Ne? Also Da Clubs ja. gab's, oh Gott, jede Menge. Und das Geile war, die Clubs haben auch mal so eine Events gemacht mit solchen Boards, ne? Wo du dich joins und so weiter, ein paar Partners und gib ihm, ne? Wo du dann halt gewotet hast, dann hast du halt ein bisschen Geld gekriegt halt, ne? Je nachdem, was am Board war. Das war früher extrem. Ne? Also so hab ich mir meine Klamotten zusammengefahren. Ja, Auf gut Deutsch. ja, so machen es auch viele heute. Gut, Gut, aber muss ich sagen, einige. heute ist das ein bisschen weniger, ne? Also, ich vermisse das manchmal, ehrlich gesagt. Es gibt natürlich auch Frauen und Männer, muss ich dabei sagen, es gibt auf Marketplace kann man sich eine Wunschliste erstellen und die kann man dann auf dem Profil vorne drauf machen, so nach dem Motto, ja, ne, wenn wir einmal ein Schäferstündchen machen, so nach dem Motto, kaufe ich dir eine Klamotte oder sowas auch immer. Mag es eventuell auch geben, ne? Aber Wie war das? Wie war der eine Gag? Wie war das? Wie war der eine Gag? Würdest du für 100 mit mir schlafen? Überleg mal schnell, ich brauche Geld. ja, lol. Ja, gut. Ne? War ein kleiner Witz. Es gibt aber auch viele hier in SL, die machen zum Beispiel wo ich auch gerne immer auf YouTube gucke, die machen zum Beispiel Model. Ne? Die machen Model-Event oder sowas. Ne? Gibt's auch viele. Also viele nicht, aber gibt's Oh, einige. oh, Oder Models, oder geil. oder machen Musikvideos und machen, Tanzabende oder was auch immer, ne? SL ist auf eine Art und Weise so vielfältig, wie es auf eine Art und Weise wie Real Life. Und Fast. Models werden gerne mal durch den Dreck gezogen. Hat Das gerade von mir das äh, auch. Jeder wird 'ne durch den Dreck gezogen, eigentlich egal ja, wer. eigentlich ja. Aber kann ich ja auch mal erzählen, was eine Freundin mal von mir passiert ist, ne? Die hat zu mir gesagt, also, sie wollte sich eigentlich mal mit mir treffen und mit mir mal 'n bisschen babbeln, ne? Hat mir gesagt: „Ne, ich muss zu einem Modeltermin." Ne? Im Nachgang hat sie mir doch geschrieben, wenn der Typ nackig vor mir steht, ne?
hau ich den grad weg. Und so war's auch, ne? Sie kam dahin, schön schick angezogen. Ich habe sie ja vorher gesehen, wie sie da hingegangen ist. Da habe ich mir gedacht: „Alter, mein lieber Scholli", Mhm. ne? Und es hat grad wie lange hat's gedauert? 1 Minute, da war sie wieder zurück, ne? Ja, Da und hatte der Typ wirklich, das ne, war klar, was der Typi nur wollte, ne? ja, Das die kam ja sie hat erzählt, sie kam an, der Typ direkt nackig, weißt du? Und na ja, weiß Bescheid, ne? ja, ne, ist klar. Ja. Ich Aber finde man es muss jetzt nicht, gefährlich. aber es wie das ge wie, macht euch da überhaupt keinen Stress dran, wenn ihr euch heute oder morgen einloggen tut in SL und ihr möchtet neu anfangen. Ihr müsst da unbedingt den geilsten Scheiß von Anfang an haben und ihr müsst da unbedingt Das ist Linden Quatsch. drauf haben. Das ist Quatsch. Ne? Das ist Alles Quatsch. braucht seine Zeit und hat seine Zeit und darf auch seine Zeit haben. Es gibt aber auch Weich Leute, wie gesagt, die sich das nicht machen können, die keine Linden aufladen können aus den privaten Gründen und Kannte ich. haben sich nach 2, 3 Jahren oder wie Schatz auch macht oder kaum Geld aufladen kann in SL hat halt 7 Jahre gedauert. Ja, vielleicht geht's bei euch ein bisschen weniger, aber vielleicht braucht er auch ein halbes Jahr oder was auch immer. Vielleicht gefällt euch auch So gar nicht ähnlich. die Mesh-Bodies und wollt überhaupt keine haben. Gibt es auch, ne? Gibt's auch, ja. Und ja, hast eigentlich schon alles gut eigentlich was Zutreffendes schon gesagt. Ich habe grad 'n Faden verloren, schön. Ich auch. So, dann hören wir jetzt damit auf, sonst wird das Video zu lang werden. Also wie gesagt, tut euch keinen Zwang an. Ne? Entweder, wenn es egal was es ist, schreibt es unter unser Video und habt keine Angst, wir beißen euch nicht und wir löschen da auch keine Kommentare. Ne? Wenn sie jetzt bisschen gemein oder was klingen würden. Im Gegenteil, wir nehmen alles beides, ob es negativ oder positiv auf ist. Das zeigt uns nur, dass ihr drauf reagiert Richtig, und das wollen wir ja und auch, das ne? wollen wir ja auch. Und wie gesagt, schön klicken auf dem roten Balken, das tut ja nicht weh, ne? Und, klicken machen wir auch immer und, ja, äh, ihr könnt natürlich auch uns anschreiben in-game. Wie heißt Zipporino Zippo und meine Zitrone 79 oder wo wir zum größten Teil immer on sind, Eva Butterblume 79 oder halt Timo, ne? Ja, also, habt ihr Fragen, wie auch immer, ne, fühlt Ja, euch wohl. wobei mein Timo eigentlich für Crafting zuständig ist. Obwohl Richtig. die Und we also meine alle aber wenn Eva, ich ich sag's wie es ist, meine Eva Butterblume, entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber meine Butterblume 79 ist zum größten Teil auch ist so, die ist fürs Crafting zuständig, ne? Und richtig. Zitrone und Zippo ist halt unser YouTube-Avatar, da machen wir YouTube und wenn wir mal Lust und Laune haben, kann passieren, dass ihr uns irgendwie da mal vielleicht irgendwann mal in Clubs mal sieht, wo man halt DJs machen. Was weiß die Zeit, ne? Okay, also Ja, fühlt das euch weiß die wohl. Zeit. Genau, fühlt euch wohl, Pandemie, immer schön, ne, gesund bleiben, ne, Richtig, und durchhalten. Wir haben's bald richtig. geschafft, hoffe ich mal. Ja, ja, gut, hoffe ich mal. Und auch wenn mal was ganz nebenbei, sollte euch in RL die Decke auf den Kopf fallen, weil ihr alleine seid oder leidet, was ich nicht hoffe, aber unter irgendeiner Art von Depression, ja. Jeder braucht auf eine Art und Weise einen Menschen zum Reden. Seid wohlbewonnen in Zippo und mich könnt ihr zu jeder Zeit Quatsch, anschreiben, Alter, ne, anrufen. Alter, bist du anrufen. irre? Ja, Bist du irre? Entschuldigen, nee, anschreiben, mal ernsthaft, mal anschreiben, ne? Ja, ist sicher klar. Also, Jeder von uns hat 'n Laster, ne? richtig, Genauso wie meine Sandy hier hinter mir, ne? Ich habe auch meine Laster. Jeder von uns hat irgendwo seine Laster, ne? Also, ne, wir behandeln sowieso jeden mit Respekt, sowieso. richtig, Und ich ganz besonders, natürlich. ne? Und na ja.
Es gibt aber auch Leute, die wie wir schon gesagt haben, die treten euch von vornherein. Man ist höflich und nett, man schreibt, ist mir auch schon ein paar Mal passiert, ne? Passiert mir auch hin und wieder ständig. Ich schreibe und mache und tue und so weiter und so fort. Auf einmal sind die nicht aus SL zwar verschwunden, aber aus der Freundschaftsliste. Man schreibt und sie haben ein Auge draußen und dass man sie angeblich nicht sieht, obwohl man sie ja in verschiedenen Gruppen, wenn sie uns sieht, aber es ist wieder ein anderer Schnack, ne? Aber auf jeden Fall Auge rausmachen, wie zum Beispiel in Second City kann man sich ja verstecken. Das kann man in SL nicht. In SL in der Hinsicht. Jetzt Hm, Freundschaft man kann sich verstecken, ja, aber jetzt nicht so in Wirklichkeit. Also nicht so ganz wirklich. Man kann zwar, wenn man denjenigen anschreibt und das heißt, er ist offline und man schreibt ihn an und es kommt keine Nachricht unten drunter, dieser man liest später die Nachricht, dann weiß man, er ist offline. Aber wenn keine Nachricht kommt, dann weiß man, aha, der Mensch ist, obwohl es gesagt wird, er ist offline, ist er nicht offline. richtig. Das ist Man, das ist die es die gibt, es die gibt immer, es gibt immer Mittel und Wege, sage ich mal, in SL, wie man es rausfinden kann. Aber apropos Verschwinden, ne, da ist mir auch ein bisschen was passiert. Hast du ja vorhin so angesprochen, dass man erstmal schön durch den Kakao gezogen wird. Ne? Man Ja, fragt höflich und man kriegt nur dumme Antworten. ja, Kann ich die Hand heben mit? Ne? Aber Leute, macht euch darum mal keinen Kopf. Schaut mich an, ich zeige denjenigen, die mir damals, ne, dumme Antworten gegeben haben, zeige ich heute hier den Mittelfinger. Und die richtig, kriegen von mir auch eine richtige Antwort. richtig. Die kriegen von mir dieselbe Antwort. Frag YouTube. Ist so. Genau, genau. Ne, das ist so. Weil man ist irgendwo ein bisschen stolzer drauf, wenn man das alleine hinkriegt. Okay. umso, Und umso schwerer haben es die, und Kerle, ne? Umso schwerer haben es die Ladies. was mir noch gerade einfällt, auch wenn ihr auf Twitch Hashtag Werbung auf Twitch jemand sieht, der Second Live streamt. Ja, habe ich jetzt auch wieder eine gesehen. Die kommt nicht aus Deutschland, die streamt aber SL. Die weiß aber nicht, dass SL eigentlich auf Twitch verboten ist. Also ihr dürft SL auf Twitch nicht senden. Ja, das ist sehr, Offiziell. sehr wichtig, offiziell. Ne? Aber inoffiziell vor Firestorm hat keiner was gesagt. Lol. Ja. weil es gibt bei Twitch die Rubrik namens Firestorm. Also an alle Twitcher, die Second Life mal streamen wollen, ne, benutzt nicht den Tag Second Life, nein, benutzt den Tag Firestorm. Klappt immer. Okay, also bis dahin. Fühlt euch Gesund wohl. bleiben und gesund Eure, bleiben. eure Sandy und Zip. Und Zippo.